Nächstes Heimspiel, nächster Krachergegner. Bayer Leverkusen wartet, nachdem wir in Leipzig richtig gut mitgespielt haben, trotzdem wieder verloren haben. 3-1, das dritte Mal dann gegen Leipzig in der Saison. Und auch gegen Leverkusen haben wir in der Hinrunde gut gespielt. Ja, Sinamoi hat uns zwar 4, 5 unhaltbare Dinger rausgeholt, aber wir haben auch unsere Chancen gehabt. Aber das ist halt das Problem, ne? Das ist dann der nächste Schritt, den wir gehen müssen, Chancen zu nutzen. Spieler weiterentwickeln machen wir ja schon, ne? Also ich setze ja hier ab und zu mal Jugendspieler ein, den Ishii zum Beispiel, den japanischen Innenverteidiger, der hat eine 68, der ist halt heute wieder auf der Bank, beziehungsweise spielt nicht. Aber das ist auch dann der zukünftige Innenverteidiger von uns. Wenn wir den dann gehalten bekommen, wir haben so viele junge Leute hier mit so viel Entwicklungspotenzial, aber ich kann natürlich nicht nur mit Jugendleuten hier spielen, das ist auch klar. Deswegen, ich brauche auch ein paar gestandene Leute und deswegen hoffe ich, dass ich da im Sommer irgendwie ein paar Mal gut zuschlagen kann auf dem Transfermarkt. Und dann sehe ich uns auch nächste Saison gut aufgestellt. Und je nachdem, lass uns mal ins internationale Geschäft kommen, dann kriegen wir natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Wird dann natürlich auch schwerer, ne? Das heißt, wir brauchen da auch einen größeren Kader dann, aber lass uns erstmal, oh Gott, gegen Wirtz und gegen Arda Güler und gegen Boniface hier bestehen. Bin gespannt, ob das auch so wird wie in der Hinrunde. Jetzt kommt Leverkusen zum ersten Mal über Wirtz, Güler. Oh Jungs, er macht doch noch mehr Skills innerhalb von einer Minute oder Sekunde. Besser gesagt, Boniface, Achtung, und Sinamoi ist schon wieder das erste Mal da. Der dürfte ein paar Albträume gehabt haben. Boniface gegen Sinamoi, der hat auch 2, 3 Hochkaräter in der Hinrunde vergeben. Und Rayan Philippe, der spielt wieder, dem gebe ich halt auch mal wieder eine Chance. Obwohl der halt mit seiner Größe da ein bisschen verloren scheint. Auf der, ich glaube, falsche 9 ist er. Aber der hat ja auch schon Tore gemacht. Ja, gerade am Anfang der Saison war er sehr, sehr wichtig. Oh, schöner Ball. Wirtz ist da. Keine Chance. 1 zu Leverkusen. Da kannst du noch so defensiv stehen und noch so sicher und noch so sehr die Lücken zulaufen. Wenn die Lücke nur ein Spalt offen ist, dann wird das halt ausgenutzt von der KI. Das ist dann auch egal, ob das Leipzig-Leverkusen ist. Hier, der Ball, der war richtig gut gespielt. Muss man einfach auch mal sagen. Und Boniface läuft drüber. Ich wollte da nicht in den Zweikampf reingehen, sonst hätte es wahrscheinlich die rote Karte gegeben. Elfer wäre dann eh drin gewesen. Ja, und Leverkusen führt. 7. Tor von Wirtz. Aber auch das ist kein Problem. Auch das ist mit einkalkuliert. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir hier gegen die großen Teams unbedingt... Also was heißt auf Augenhöhe sind... Waren wir ja teilweise, ne? Aber ihr versteht, was ich meine. Es ist überhaupt nicht schlimm, dass wir in der Rückrunde jetzt so ein bisschen einbrechen. Weil wie gesagt, wir haben bislang mehr Spiele verloren als gewonnen. Wir haben aber auch gegen Dortmund, Leipzig, Leverkusen und so weiter schon gespielt. Wir haben halt nur gegen Mainz und gegen Hoffenheim. Das waren Gegner, die waren auf unserer Wellenlänge. Und die anderen, die kommen ja noch. Also wir haben noch die Möglichkeit, viele Punkte zu holen. Wir müssen halt jetzt erstmal hier die Brocken aus dem Weg schieben. Und dazu gehört halt auch nur mal Leverkusen. Achtung, Güler ist schon wieder durch. Das können wir halt nicht machen. Gegen Partov. Partov, pass auf. Sehr, sehr schön. So, und jetzt die Chance, schnell umzuschalten. Leverkusen hat auch nur 3 Mann hinten. Aber die Bälle müssen halt ankommen. Das bringt nichts, wenn wir immer wieder hinterherlaufen müssen. Güler, Partov kommt nicht in den Zweikampf rein. Achtung, Frimpong! 2-0. Und was für ein krummes Ding. Das sah gar nicht so gefährlich aus. Er wurde immer langsamer und immer länger. Und konnte dann auch nicht, da muss das Spiel auch nicht ins Menü gehen. Von alleine, auch ganz, ganz mystisch hier. Da kannst du nichts machen, da kannst du nur hinterher gucken, kannst hoffen, dass der Ball gehalten wird. Und mehr auch nicht. Also hier sehen wir das nochmal aus der Ego-Perspektive. Wie gesagt, der ist ein bisschen über den Außenriss und dann schien der gar nicht so unhaltbar für Sinamoi. Deswegen habe ich mich da gewundert. Hier sehen wir es nochmal. Da ist halt der Durchbruch, ne? Der berühmt-berüchtigte Durchbruch, den ich immer wieder befürchte. Weil dann kommst du auch nicht hinterher. Wenn die sich dann den Ball 2, 3 Meter vorlegen, dann bist du einfach machtlos. So, 2-0. Läuft bislang noch nicht so für uns. Aber wir haben noch viel Zeit, das Spiel hier zu drehen. Ob wir es komplett gedreht bekommen, weiß ich nicht. Aber wir können auf jeden Fall mal auf Unentschieden stellen. Das ist jetzt so der Plan, den ich habe. Und den ich auch sehr gerne ausführen würde. Listisch, ja, hat keinen, dann mal wieder auf spitzen Winkel. Hat Wanner ja auch gegen Mainz gut gemacht.
Aber ich glaube, Kanisici im Tor, kann das sein? Sah so aus. Ist zunächst mal da, aber der Eckball kommt. Und Listisch, ja. Auch ein guter Kopfball. Also wir haben ja die Chancen. Es würde mich mehr beunruhigen, wenn wir die Chancen gar nicht hätten. Wir haben die Chancen. Ja, die gehen dann auch manchmal 10 Meter drüber. Da kann ich mir dann auch nichts für kaufen. Aber es wäre schlimmer, wenn wir hier überhaupt nichts auf die Beine bekommen würden. Ne? Also wenn wir seit Spieltag 1 hier unten rumkrepeln würden, dann wäre ich wahrscheinlich auch schon längst entlassen. Aber ich habe ja, glaube ich, ohne Entlassung gespielt. Oder Spiel. Aber die Chancen sind da. Und wenn wir das hier so gut und in Ruhe ausspielen, dann kriegen wir auch unsere Chancen. Brodowski, nächste Chance. Nur irgendwann müssen die Dinge halt rein. Wir brauchen dann auch irgendwann Spieler, hoffentlich in der nächsten Saison, die dann auch aus solchen Chancen auch mal die Tore machen. Partov ist da, um Gottes Willen. Als Innenverteidiger haut er einfach mal den Fallrückzieher raus. Ja, Ishii hätte ihn wahrscheinlich reingemacht, obwohl es gar nicht Ishii ist. Aber unverhofft kommt auf. Nochmal Partov, diesmal mit dem Kopf. Ja. Wird's fast ins eigene Tor. Jetzt haben wir so eine kleine Drangphase hier. 10 Minuten vor der Halbzeit. Nochmal ein Eckball. Remberg, jetzt aber rein damit. Komm. Collins ist da und Frimpong, glaube ich, war's. Rettet da auf der Linie. Chance ist nochmal da. Brodowski springt hoch. Ja, und es gibt Abschluss. Schade, nicht den nächsten Eckball. Also wir sind gefährlich, auch bei Eckbällen unter anderem. Aber es ist halt noch nichts wirklich Zielstrebiges, weißt du? So was den Keeper wirklich unter Bedrängnis bringen würde. Wir können halt auch immer wieder nur hier versuchen, ins Pressing zu gehen, im Pressing zu bleiben, Druck auszuüben, weil irgendwann geht das halt auch mal schief, aber nicht bei der KI. Partov, sehr, sehr gut. Er macht eine richtig gute erste Halbzeit bislang. Wir haben ja noch eine Chance, Philipp. Noch ist ja nicht Halbzeit. 5 Minuten sind es noch. Und irgendwann muss doch auch mal so ein Ball abprallen vom Keeper. Ich glaube, 1-2 Mal ist das schon passiert. Aber wir brauchen offensichtlich heute erstmal 2 Gegentore, damit wir ein bisschen ins Spiel reinfinden. Philipp, weil wir spielen jetzt richtig gut. Ich finde, nach vorne sieht das jetzt viel besser aus, aber defensiv ist halt der Knackpunkt. Wir kassieren zu viel Gegentore, wir schießen aber auch zu wenig. Wir haben 22 geschossen, aber halt auch schon jetzt 28, glaube ich, kassiert. Das ist, stehen aber trotzdem oben. Also das zeigt halt auch, wie schlecht die anderen sind. So im Vergleich, sage ich mal. Wirtz ist da gegen Collins. Oh, lässt dann aussehen wie ein Schülerjungen. Und Sinamoy nochmal gegen Boniface. Achtung, Wirtz ist nochmal da. Geblockt. Jetzt bitte kein drittes Tor, dann ist das Ding hier schon entschieden. Dann brauchst du gar nicht mehr anpfeifen. So steht es nur 2-0. Wir sind immer noch drin. Ein schneller Anschluss. Dann wären wir wieder drin im Geschäft. Wir haben auch wieder 8 Schüsse. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Expected Goals auch bei einer 1,1. Das sieht wirklich gut aus. Aber Leverkusen schlägt halt zweimal eiskalt zu. Ja, wie gesagt, die Leute hier, die müssen sich halt noch entwickeln. Rogov, Duarte, lass die alle mal 2-3 Saisons noch mehr drauf haben. Dann haben die auch eine 75, 76. Habt ihr ja zum Beispiel bei Hekimoglu in meinem Stürmertalente-Video gesehen. Der hatte ja nach 5 Saisons, glaube ich, auch eine 78, 79 oder sogar schon eine 80. Ja, oder sogar noch mehr. Also die brauchen halt leider nur die Zeit. Die Zeit, die man hier halt manchmal nicht hat. Und Leverkusen kommt schon wieder. Boniface, die wollen jetzt, glaube ich, das Ding hier schnellstmöglich klar machen. Aber da spiele ich nicht mit. Da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Philipp Wanner ist da, der kann auch immer mal aus dem 1 gegen 1 was machen. Jetzt zum Beispiel Wanner, gut gemacht, einfache Bewegung. Aber der Abschluss. Das ist nach wie vor unsere Achillesferse. Da hapert es halt leider dran. Hofmann jetzt gegen Jongwa. Boniface in der Mitte, Jongwa ist da, Eckball. Vielleicht geht was aus dem Eckball, wenn ich mich mal hier wegschleiche. Wahrscheinlich kriege ich das jetzt voll um die Ohren. Hier hätten wir nämlich vorne schon mal einen schnellen. Boniface ist da. Mit Handschuhen. Okay. Na gut, wer es braucht. Und dann wieder die einfachen Fehler. Das dürfen wir halt nicht machen. Boniface, gerade noch geklärt. Sehr gut gemacht. Castagneda außen. Wanner wartet schon wieder auf den Ball. Ja, kriegt den. Aber ist halt jetzt gegen 2 Mann. Das heißt auch schon einiges, wenn er von 2 Mann zugestellt wird. Castagneda, da sind jetzt 2 Mann frei.
Mein einfacher Doppelpass, Philipp, ja, oder wenn er durchkommt, der muss dann aber auch auf Grodowski durchkommen. Das war gut gespielt. Dieses ganz simple Klatschen und Gehen. Aber der muss halt auch durchkommen. Aber es gefällt mir jetzt gut hier. Wir haben eine gute Drangphase, wir sind gut drinne. Philipp, Grodowski unten, ja, ganz unten, ja, Castaneda, lauf doch, hinterlauf mich doch. Ja, okay, Jong war dann halt, oh, das war abseits. Weil wir auch wieder zu lang brauchen. Dann warte ich auf den Laufweg, das war ja von Castaneda richtig, aber er muss durchlaufen. Dann hätte ich den Ball durchgespielt oder hätte es versucht. Und Jong war dann zu spät leider im Abseits. Ja, und so sieht es halt leider nach der nächsten Niederlage aus. Obwohl, wie gesagt, ein schneller Anschlusstreffer hier und wir sind wieder drin. Hat ja gegen Leipzig auch fast geklappt, aber der eine Fehlpass dann am Ende, der hat uns dann halt leider komplett das Genick gebrochen. Jetzt die nächste Chance, Grodowski. Wieder zu lang. Und dann steht Leverkusen natürlich auch hinten da gut und blockt da jeden Schuss ab. Wer hätte es gedacht, dass die Verteidigung mal einen Schuss blockt. So, Boniface, da hat er sich schon wieder den Ball vorgelegt. Ja, diesmal nicht so weit, aber er hat ihn sich wieder vorgelegt. Und Jongwa kommt jetzt. Schöner Ball von Philipp. Aber jetzt ist er halt vorne nicht präsent. Er fehlt vorne. Aber wir haben Wanner mit rechts. Und Leverkusen kommt über Güler, Boniface gegen Collins. Oh, einmal ausgewackelt. Collins ist aber da. Gut gemacht. Und die nächste Chance, Philipp. Auf Wanner, der hat viel Platz über rechts. Jonathan Tah hat nicht aufgepasst. Wer ist schneller? Wanner ist, glaube ich, schneller. Gegen Tah ist keiner da. Wanner macht's alleine. Und da war die Lücke. Und der Anschlusstreffer, ganz, ganz wichtig. 72. So ähnlich wie gegen Leipzig. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Ja, Paul Wanner, ey. Sehr schöne, sehr kleine, sehr enge Bewegung. Und dann war die Lücke im kurzen Eck, die auch ab und zu mal aufgeht hier. Der Move in die Mitte von Kanisici macht uns die Lücke auf. Und dann steht es nur noch 2-1. Und Wanner mit dem nächsten Tor. Aber ich befürchte, so ähnliches wie gegen Leipzig, dass wir jetzt noch 10 Minuten gut mitspielen, wieder einen Fehler machen, aber was willst du machen? Ich versuche das immer rauszuspielen, weil es macht irgendwie anders keinen Sinn aus meiner Sicht. Oh, das macht auch keinen Sinn hier. Grimaldo ist der verrückt geworden. Sinamoy, Achtung. Läuft da einfach durch, als wäre es nichts. Wo war denn da unsere Verteidigung? Castaneda, Collins kommt nicht ran, aber Sinamoy. Der war auch Gott sei Dank nicht gut und platziert geschossen. Viel zu zentral. Soll mir aber recht sein. So, jetzt hier wieder die Chance. Guck mal, Leverkusen stehen mit 7 Mann gefühlt da vorne. Aber irgendwo muss ja dann auch eine Lücke sein. Hier ist sie. Wanner nimmt Listesch mit. Vorne. Philipp muss sich da in Position bringen. Philipp ist da. Leider zu langsam, aber Grodowski kommt mit eingelaufen. Und, ja, schade. Ist auch nicht ganz so sicher. Hier Kanisici lässt auch den ein oder anderen Ball mal nach vorne abprallen. Also zu weit nach vorne abprallen. So, 5 Minuten noch mit Nachspielzeit. Jetzt müssen wir wieder alles oder nichts spielen. Jetzt muss ich eigentlich nochmal umstellen, aber das wird sich jetzt nicht mehr lohnen. Wir spielen so weiter. Castaneda, Grodowski. Hinterläuft, schön gemacht, schöner Laufweg gegen Diomande. Komm, Grodowski muss sich durchsetzen. Grodowski, oh, geschoben. Junge, da kannst du Brotkrümen hinterher werfen. Das war viel, viel zu lasch. Ja, aber da habt ihr auch den Unterschied gesehen. Ein anderer Spieler, der nimmt halt nochmal die 1-2 Meter mit. Ah, so wie Frimpong. Muss sich aufhalten, gelbe Karte, ist alles gut. Aber der wäre dann weg gewesen. Aber genau das, wir haben ja die Chancen, aber wir müssen sie machen. Und deswegen gewinnen wir halt auch nicht gegen größere Gegner. Noch nicht. Vielleicht kommt das noch irgendwann, nächste Saison. Aber Philipp, ich wollte gerade sagen, verletzt, nee. Aber das wird es gewesen sein. Die halten jetzt den Ball. Ja, das wird die nächste Niederlage. Schade, auch wieder ganz knapp. Wir haben auch wieder gut mitgehalten. Aber am Ende haben wir dann halt auch wieder vorne die Chancen nicht gemacht. Hinten haben wir halt leider... Oh ja, gut gespielt. Boniface. Und ab dafür. Und dann stehst du da, wie Ochs vom Berge.
Das sind halt 1, 2 kurze Pässe, das ist halt mit unseren Spielern nicht möglich. Weil die halt diese Fähigkeiten noch nicht haben oder beziehungsweise noch nicht so hohe Werte haben. Guck mal hier, das ist auf engstem Raum. Zack, 1, 2 Mal direkt gespielt und dann kann Sinamoida einem nur leid tun. Der noch alles Mögliche versucht. Also es wird wie gegen Leipzig wieder ein 3-1, auch wieder in der 90. mit der letzten Aktion. Wir haben auch wieder gut gespielt. Es gibt Applaus von den Tribünen. Wie gesagt, wir spielen trotzdem eine super Saison. Das ist auch wieder hier Meckern auf hohem Niveau. Aber trotzdem, ja, spielen wir die Rückrunde nicht so stabil und so konstant. Aber jetzt haben wir ja erstmal die Brocken weg. Jetzt in den nächsten Spielen kommen hoffentlich auch wieder Gegner, wo wir dann auch wieder mal gewinnen werden. Ja, auch Leipzig gewinnt wieder 3-2. Ein paar Heimsiege, ein paar Auswärtssiege. Oh, und jetzt die Bayern. Ich habe gedacht, die Brocken hätten wir jetzt erstmal weg. Also wir haben jetzt wirklich, ich muss jetzt gleich mal auf die Tabelle gucken, dass wie viele Spiele das ist. Wir hatten jetzt Bayern, wir hatten Dortmund, wir hatten Leipzig, wir hatten Leverkusen. Wir haben jetzt wirklich jeden Crack in dieser Liga zu Beginn der Rückrunde. Dann kann es ja eigentlich nur bergauf gehen. Dann kommen ja auch mal ein paar entspanntere Spiele. Also entspanntere Spiele in dem Sinne, Mannschaften, die unten drin stehen. Ja, nächste Chance, mal einen großen zu schlagen. Warum nicht? Haben wir noch nicht geschafft. Würden wir den Dortmundern wahrscheinlich auch helfen. Ja, die Bayern haben erst verloren letztens. Aber das ist natürlich auch eine Truppe, ey. Dumfries, Rabiot, Palhinha, Benzegir. Also Bayern, das war bislang das einzige Spiel, wo wir echt überhaupt gar keine Chance hatten. Auch in der Hinrunde. Das war nichts. Scouting-Bericht veraltet, das war auch ganz klar. So, also wir gucken jetzt mal. Wir haben 3, 4, 5 Spiele. Davon Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, oder? Ne, 6 Spiele. 6 Spiele, ja, davon aber Dortmund, Leipzig, Leverkusen, 3, Hoffenheim. Wir hatten Mainz und wir hatten Gladbach. So, und jetzt in der nächsten Zeit, da kommen dann auch wieder Spiele und auch Gegner, gegen die wir ja eine höhere Chance haben zu gewinnen, als gegen die oberen. Ja, Bayern haben schon 8 Punkte, Dortmund hat immer noch nicht verloren, das ist Wahnsinn. Ich glaube, die werden ohne Niederlage durchgehen. Ich habe das so im Gefühl, dass das so eine Leverkusen-Light-Saison wird. So, wo ist denn hier der Kalender? Lass mich noch mal kurz in den Kalender kurz reingucken, was jetzt so die nächsten Spiele sind. Also wir haben jetzt die Bayern als letzten etwas größeren Gegner und stärkeren Gegner. So, dann haben wir Freiburg, dann haben wir Hamburg und Augsburg. Das sind 3 Spiele, wo wir gewinnen, ja, könnten. Dann kommt ja, VfB, dann Bremen, Union, Wolfsburg. Es wird halt nicht viel leichter, ne? Köln, Frankfurt, Bochum. Achso, Bochum ist schon das letzte Spiel zu Hause dann. Also bis dahin haben wir den Klassenerhalt auf jeden Fall sicher. Wir sind gerettet. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Wir haben 34 Punkte, Köln hat 19. Das sind 15 Punkte Unterschied. Also den Klassenerhalt haben wir sicher. Jetzt geht es halt wirklich darum, oben irgendwie zumindest den Conference League Platz zu sichern. Das wäre doch eine super Geschichte. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten, ja, schauen wir mal. Wir haben jetzt noch ganze 11 Spiele. Ich glaube, nach dem nächsten Spiel, da könnte ich eventuell mal schon die Umfrage starten lassen, ob ihr denn mit Preußen Münster noch eine 3. Saison sehen wollt. Wenn ja, dann einfach auf Ja klicken, dann wahrscheinlich. Und wenn nein, dann wahrscheinlich einen anderen Vorschlag unten in die Kommentare rein. Oder ich lasse mir irgendwas anderes einfallen. Wie gesagt, ich kann es nicht jedem recht machen. Ich versuche immer nur mit euch, das irgendwie so transparent wie möglich zu machen. Das geht halt dann nur über Umfragen. Und die Demokratie entscheidet, oder demokratisch entscheiden wir, die Mehrheit entscheidet. So wollte ich das sagen. Für Kuma, ja, annehmen. Also wie gesagt, ich habe jetzt schon 2 Vereine. Naja, also gegen die Bayern zu Hause. Vielleicht ist es dann mal endlich soweit. Vielleicht schlagen wir dann auch mal einen großen. Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.